Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max, heute bei mir ist die Kathi und wir machen eine Spiele-Review zu Steam Park. Wer sich schon immer gefragt hat, was machen Roboter eigentlich in ihrer Freizeit oder gibt es einen Rollercoaster auch für Nerds, das hier ist das Spiel dafür. Kathi, worum geht es denn grob in dem Spiel? In dem Spiel geht es darum, wie du schon angedeutet hast, einen Freizeitpark aufzubauen, der eben besonders spannend für Besucherbots ist. Und das ist einfach das einzige Spiel, was es in dieser Richtung gibt. Es gibt kein Brettspiel, das einem sonst erlaubt, einen Freizeitpark aufzubauen. Okay, ein Rollercoaster für Roboter. Genau. Die ganzen relevanten, bevor wir jetzt dann in das Spiel selbst einsteigen, zeigen wir euch noch kurz die ganzen relevanten Informationen zu dem Spiel auf einer Folie. Okay, jetzt haben wir hier die unterschiedlichen Bestandteile des Spiels vor uns. Was sehen wir denn genau, Kathi? Das Wichtigste an dem Spiel, das sind die Aktionswürfel. Die würfelt man und damit legt man seine späteren Aktionen für das Spiel fest. Wichtig sind auch die Attraktionen und die Stände. Die baue ich hier auf meine Karte. Und wichtig ist natürlich auch, dass ich Besucherbots anlocke, mit denen bekomme ich später Geld. Das hier liegt. Aber Besucherbots machen natürlich auch Dreck. Den muss ich nachher wieder wegmachen, sonst bekomme ich am Ende Mali. Außerdem gibt es noch Aktionskarten. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, Geld zu erhalten. Okay, dann schauen wir uns als nächstes einen Spielzug an. Okay, Kathi, was muss ich jetzt machen hier? Als erstes kommt die Würfelphase. Das heißt, jeder Spieler nimmt seine 6 Würfel und würfelt sie. Jedes Symbol, das ich in der Aktionsphase einsetzen möchte, lege ich auf mein Schwein. Alle anderen Würfel würfel ich wieder. Das Ganze passiert gleichzeitig. Derjenige, der zuerst alle Symbole auf seinem Schwein liegen hat, der ist Erster. Ach so, dann hätte ich ja schneller würfeln müssen. Genau, es geht auch darum, wer als erstes fertig wird mit den Würfeln und wer dann als zweites. Das setzt die Spielreihenfolge fest. Also ich bin jetzt Erster, Max wäre jetzt in diesem Fall Zweiter. Dann in der Schmutzphase kriege ich so viel Schmutz, wie hier diese kleinen Schmutzsymbole, das sind diese kleinen Kreise in der Ecke, gewürfelt habe. Und pro Besucher auch noch jeweils ein Schmutz. Die machen natürlich meinen Park dreckig. In dem Fall wären es also 6 Schmutz. 3, 6. Danke, Max. Dann kommt die Aktionsphase. In dieser Phase setzt jeder Spieler nacheinander all seine Würfel ein. Für das kleine Zirkussymbol kann man Stände bauen. Die Stände, die haben verschiedene Fähigkeiten. Also zum Beispiel das Casino sagt, ich kann einen Würfel pro Runde von meinem Schwein auf eine beliebige Seite drehen. Dann gibt es noch Werbeagenturen, die mir zusätzliche Bots bringen, Toiletten, die meinen Park leichter sauber machen und so weiter. Für die Schaufel kann man Dreck aus seinem Park wieder beseitigen. Das ist sehr wichtig, weil am Ende, wenn ich viel Dreck habe, muss ich am Ende noch Geld ausgeben, um meinen Park wieder sauber zu machen. Dann gibt es noch das Bausymbol. Mit diesem Bausymbol kann ich Attraktionen bauen. Wenn ich ein Bausymbol gewürfelt hätte, sagen wir mal so, dann setze ich das ein und kann zum Beispiel eine Attraktion für ein Feld bauen. Dann gibt es noch das Bonussymbol. Mit diesem Bonussymbol kann ich extra Karten spielen von meiner Hand. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, einfach noch Geld zu bekommen. Und als letztes gibt es noch das Besucherbot-Symbol. Mit diesem Symbol locke ich so viele Besucher in den Park, wie ich gewürfelt habe. Also wenn ich jetzt 2 Symbole gewürfelt hätte, dann darf ich mir 2 Besucherbots einer Farbe aussuchen. In dem Fall, ich möchte gerne blaue Besucher, weil ich viele blaue Felder habe. Und schmeiße die in einen Beutel. Da sind schon 6 Stück drin, von jeder Farbe 1. Gut mischen.
und ziehe wieder 2 raus. Ein blauer und ein grüner. Den grünen kann ich jetzt nirgendwo hinstellen, weil ich kein grünes Feld habe. Der geht also wieder zurück in den Vorrat. Der blaue, der freut sich, dass ich eine Rutsche gebaut habe und dann noch ein Platz frei ist und kommt in meinen Park. Okay. Das heißt, die Besucherfarben müssen mit den Gebäudefarben übereinstimmen. Genau, also die blauen Besucher fahren nur Rutsche. Die grünen dagegen mögen dieses komische Karussell, was auch immer das darstellen soll. Und dann am Ende kriege ich noch Geld für jeden Besucher. 3 Geld pro Bot. Das heißt, das wären jetzt bei dir 9. Genau. Und am Ende gewinnt derjenige, der am meisten Geld gesammelt hat. Und wie lange geht dieses Spiel? Wie viele Runden gibt es? Das ganze Spiel zieht sich über 6 Runden. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer Schlusswertung von Steam Park. Wir beginnen mit der Spieldauer. Die bekommt von uns 5 Punkte. Dadurch, dass es einfach eine vorgegebene Anzahl an Runden gibt, wird es nicht langweilig und man kann die Spieldauer gut ausnutzen. Der Wiederspielwert, dem geben wir 4 von 5 Würfeln, einfach deswegen, weil man dieses Spiel häufig mit unterschiedlichen Strategien, mit unterschiedlichen Spezialkarten spielen kann und damit eine große Variation in den Spielmöglichkeiten hat. Das Material bekommt von uns ebenfalls 4 von 5 Würfeln. Die Holzwürfel sind qualitativ wirklich sehr hochwertig und die Attraktionen und Stände sind aus wirklich dicker, massiver Pappe. Das Design allerdings, so der 4. Kategorie, bekommt bloß 3 Punkte. Warum? Wir glauben, also es ist zwar liebevoll designt, aber wir glauben, dass in diesem Komplex von einem Roboter-Freizeitpark wesentlich mehr möglich gewesen wäre, wesentlich interessantere Attraktionen, die sich auch nicht nur des Klischees bedienen. Der Spielspaß bekommt von uns 4 Punkte. Es ist wirklich sehr kurzweilig und man hat immer die Möglichkeit, verschiedene Strategien auszuprobieren und es wird auch einfach nicht langweilig. Und es ist, glaube ich, vor allen Dingen nicht bis zum Ende des Spiels klar, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ja. Weil man durch die Spezialkarten sehr viel verändern kann. Genau. Kommen wir zum letzten, die Preis-Leistung. Dieses Spiel kostet ca. 25 €. Das ist ein absolut gerechtfertigter Preis dafür, dass so viele Bestandteile sind. Wir haben schon gehört, die Qualität ist angemessen. Insgesamt also sehr zufriedenstellend. Für die Gesamtwertung vergeben wir 4 von 5 Würfeln. Für das Robo Rollercoaster. So, das war es von uns, von Würfelbox zu Steam Park. Bei mir war die Kathi, ich bin der Max. Habt ihr selbst dieses Spiel bereits gespielt? Habt ihr eure eigenen Erfahrungen damit gemacht? Lasst es uns wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns.